Hallo, hallo, hier ist Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Ich wurde nominiert für den Rustic 7 Challenge. Diese Nummer, wo man 7 Teile von seinem Mann zusammensammeln lässt, um dann damit einen Tag zu basteln. Die genauen Regeln besprechen wir gleich noch. Ganz wichtig vorneweg, dieses Video hier wird zweisprachig. Denn nominiert wurde ich von der wunderbaren Michelle Ray Laundrie aus Amerika. Und ich finde, es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass wenn sie mich schon herausfordert, dass ich das eben auch dann in Englisch mache, so dass sie das versteht. Das heißt, es geht jetzt immer hin und her. Das heißt, wenn ich anfange, Englisch zu blubbern, kannst du einfach ein bisschen vorspulen. Hello, hello, this is Jutta from Funkelkram. Translated, it means like the sparkle stuff. Weird word. And I was nominated by Michelle Ray Laundrie for the Rustic 7 Challenge. Thank you so much, Michelle. This is so wonderful. I really like this. And I think it's a matter of politeness to do part of this video in English. We do have a craft store for junk journal equipment and for jewelry making. And we are located in Germany. Of course, most of my customers are Germans, so my videos are usually German. But, well, I do speak English, so I figured, you know, for you, Michelle, this video is going to be in English, and all the people who get sent over from Michelle's channel to watch this because they saw that we were nominated, you know, you have a chance to understand. And I'm just so glad that you are here. This is just so great. Okay, also worum geht es bei diesem 7-Teile-Challenge? Wer das noch nicht mitbekommen hat, es ist eine total coole Idee. Die Ladies, die basteln, werden von ihren Ehemännern quasi ausstaffiert mit 7 Teilen. Irgendwas, was die im Haushalt finden und müssen daraus einen Tag basteln. Man darf sich ein Stück Pappe nehmen für den Tag und man darf ein kariertes Blatt dazu nehmen. Ansonsten nur die 7 Teile, die der Mann oder die Freundin oder der Sohn oder wer auch immer jetzt diesen Part übernimmt, ausgesucht hat. Und damit müssen wir dann klarkommen. Ich darf also alles an Stempelfarben, an Gilding Wax, an Scheren, Schablonen und so weiter, also so Equipment, wie sagt man denn, Werkzeug, das darf ich verwenden, aber ich darf nichts extra, ich darf kein extra Material dazu nehmen. Okay, the rules of the challenge are: the husband of the crafter or the best friend, girlfriend, son, whoever is non-crafter in the family or in the surroundings is choosing 7 parts, and I have to use those parts to make a tag. The only thing I can use from my own equipment is a piece of cardboard and this piece of paper, and it has to have these little, I don't even know the English word, these little squares here, this math paper. Besides that, I'm not allowed to use any of my craft stash. The only thing I can use is equipment. I'm allowed to use like stamps and stencils and any kind of color that I have around, maybe gilding wax, whatever. Everything you need actually to work with. This is what I can take. Beyond that, I can only use these 7 things my husband picked out for me. And I have to say, Roland is doing this business together with me. We're running this craft store together, and he is the graphic designer. He designs all the paper sets that we are selling in our store. So he does know a thing or two about crafting. He never made a junk journal or any part of a junk journal. So he could, because he's quite handy, but he is more like the hardware man, you know, he's the one who is outside and he's doing like sawing and hammering and doing all that stuff, and I'm like the little crafty lady here. He took 7 things that are quite typical for him, and he had a ball, you know, putting this together, and you will see what I'm winding up here with. This is going to be a tough one to make something with it, but we are creative, I am creative, I will find a way to use it. And I think I already have a slight idea which direction this could go into. Okay, natürlich hatte Roland die Party seines Lebens, mir hier 7 Sachen zusammenzusuchen, damit ich damit was basteln muss. Er bastelt ja selber nicht, er ist ja mehr so der Handwerker, so hämmern und sägen und bohren und so, das ist so sein Ding, ne? Das macht er alles rundherum ums Haus. Und er sieht ja schon, was ich hier tue. Und er war so halb gnädig. Er hat mir so ein bisschen was gegeben, was man eigentlich ganz gut verarbeiten kann. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, wo ich denke so, was zum Teufel. Aber es sind alles Dinge, die für ihn super typisch sind. Und ich zeige es euch jetzt genau, was ich hier habe. Und erkläre euch auch, warum das typisch für Roland ist. Am niedlichsten finde ich eigentlich, dass er mir ein Gänseblümchen mitgegeben hat, weil er pflückt mir ja immer Blumen. So the first thing Roland gave to me was this little daisy.
And he is the wonderful kind of husband who picks flowers for his wife. When he goes outside and he's taking care of the yard and mows the lawn, he's not mowing the lawn. We have like this robot kind of thing that's driving around and it's cutting the grass all by itself. But this thing has to be repaired, or something is just not working. Then he goes out and takes care of it. And whenever he's going out, he actually brings me little flowers, and I think this is wonderful. This time I just got one, but he even makes bouquets. I don't know how much time he spends out there picking me like a big bouquet of tiny little daisies, but he certainly does, and I think, isn't that wonderful? A man who picks you little daisies, I think that's just so cute. Ja, dann hat er mir eine Computerplatine gegeben. Was sonst, ist klar. Er ist ja hier zuständig für den ganzen Computerkram und ja, das ist also was, wenn irgendwas typisch Roland ist, dann das. Then I got this computer, whatever you call this in English part. He is in charge for all the computer part of our business. It's an online store and you have to really work with the computers, with the hardware, with the software, whatever it is. He is the man to fix it. And there's nothing more typical for my husband than this here. So I really don't know how I'm going to work this into my project, but we find a way. Dann habe ich ein Zitronennetz bekommen. Wir trinken einfach sehr, sehr viel Zitronenwasser. Und Roland kocht auch total gut und gerne. Eigentlich kocht er viel mehr als ich. Und darum habe ich dieses Zitronennetz bekommen. Then I got this little net here. This is lemon. There were lemons were in here. And Roland is actually the cook in the family. I know how to cook, but he loves cooking. And he's doing a lot more work in the kitchen than I do. And this is the symbol for his cooking. Ein Eisstiel. Ja, wir essen einfach gerne Eis. Eis am Stiel. Und wir haben so ein kleines Ritual. Wir treffen uns abends immer und essen zusammen Abendbrot und dann gucken wir dabei meistens einen Film, weil wir für solche Sachen eigentlich gar keine Zeit haben. Und dann gibt es immer, also nicht immer, aber sehr oft einen kleinen Nachtisch und sehr gerne Eis am Stiel. Dann hat er mir den aufgehoben. So this is a popsicle stick. And we have this little ritual. We're really working a lot and most of the day we don't really see each other. We live in the same house, we work in the same house, and we still manage actually to just, you know, pass by. And in the evening we sit together and we eat dinner, and while we eat dinner we usually watch whatever kind of a part of a series. At the moment we are watching Murdoch's Mysteries. Because we usually don't have time to watch TV. And this is our relax zone. Sit there, have a nice meal. Often we chat so much that we don't even get a hang of what's going on the TV, but oh well. And for dessert, we very often eat ice cream. So I get this little popsicle from him. Well, I don't really have to say anything about that. This is one of those things, you know, a little bit of cosmetic. Ja, ein Mann benutzt eben halt auch mal was Kosmetisches. Und noch viel kosmetischer wird es beim Roland nicht werden. Also habe ich ein Ohrenstäbchen bekommen. Ich finde es eigentlich ganz gut, da kann man eine Menge mitmachen. And a cable, is it a cable binder in English? I'm not even sure, because that's a word I wouldn't use in German. I certainly don't use it in English. It's a mini cable binder. My husband loves cable binders. He uses them for just about anything and everything. Whatever has to be fixed, he's using a cable binder. So this is very typical Roland. And he gave me a very small one. I think that was very thoughtful, because that makes it easier to craft with. Also, Kabelbinder, das ist so typisch Roland. Nein, wir spielen nicht Seven Shades of Grey. Er hat einfach, ist jetzt mal ein Geheimnis, der hat einfach einen Knall. Alles, was man irgendwie zusammenbinden muss, macht Roland mit dem Kabelbinder. Ja, egal, was fixiert werden muss im Haushalt, Roland kommt mit dem Kabelbinder. Das ist also ganz typisch Roland. Und ich finde es sehr nett, dass er mir so einen ganz kleinen rausgesucht hat, weil damit kann man tatsächlich ganz gut basteln. Diese Riesendinger wären ja für so eine Karte, für so ein Tag ein bisschen schwierig. Und zum Schluss, auch wieder sehr typisch, das gehört nämlich auch zum Challenge dazu. Nein, das ist keine Schleichwerbung. Eine Dickmänner-Schachtel, also zumindest der Boden einer Schachtel, denn Roland ist einfach ein Süßschnabel und er isst unheimlich gerne Mohrenköpfe. Ich ja nicht. Ich esse die ja nur, weil er die immer haben will, ne? Sonst hätten wir ja sowas hier gar nicht. Und ja, dieses Material fand er gut, weil er meinte so, das wär doch fein zum Verbasteln. Da kann man bestimmt irgendwas draus machen. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben, muss ich sagen. Okay, this is a candy box. These are those special, it's sort of like chocolate covered marshmallows, just the filling is not really marshmallow, it's like marshmallow fluff.
There's like a cookie and marshmallow fluff, and then it's covered with chocolate. They're really good, and they're really dangerous because you can't stop eating once you start it. It's one of the favorites of my husband, and he just gave me the box because he figured the silver lining in here would be perfect for crafting. I think that was very thoughtful, actually, and it was practical to hold all the stuff he collected. So, let's the challenge begin. Also, fangen wir mal an und schauen wir mal, was wir hiermit anfangen können. Ich habe schon so ein bisschen so eine Idee. Das Blatt lege ich erstmal weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. I put the paper here to the side because I'm not so sure if I really need it. I can use some cardboard in order to make the tag. But I think the box will do, so I probably don't even need any extra cardboard. Ich darf ja mir extra Pappe nehmen, um diesen Tag zu basteln. Ich glaube aber gar nicht, dass ich das brauche, weil ich meine, dass diese Schachtel hier das ja schon eigentlich erfüllt. Die kann man ja für mehrere Dinge benutzen. Also werde ich die jetzt erstmal zerlegen und einen Tag draus machen. So I'm gonna take it apart and make the basic for the tag, and then we see how it proceeds, the whole thing here. Maybe on the way, by cutting this apart, I have some more ideas. I think that all calls for steampunk, don't you think? I mean, metal and this, and I don't know. Oh my goodness, the flower. I just about killed the little daisy. I put it here. So, out of reach. Jetzt hätte ich beinahe die Blume getötet, die süße kleine Gänseblume, die habe ich jetzt erstmal zur Seite gelegt. Und irgendwie, wenn ich mir das hier so angucke, das schreit doch irgendwie Steampunk, oder? Mal gucken. Ich nehme das jetzt erstmal auseinander und mache mal einen Tag und dann gucken wir mal weiter. Okay, das sieht ja jetzt schon quasi aus wie ein Tag. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, welche Seite ich davon verwende. Oh, that already looks like a tag. I'm just not sure which side to use. If I'm using the silver side or if I take this one and kind of color it and then make little parts out of this. I think that's the better idea. Not so sure yet. I can use... That would be the easy way out. Just put it up here. Ja, I think I like that. Ich glaube, das ist gut, einfach diesen Kabelbinder dafür zum Aufhängen zu verwenden. Naja, warten wir es mal ab. Das ist ja noch ein bisschen schwierig. Ach ja, und vor allen Dingen muss ich mich ja um das Blümchen kümmern. Ich glaube, das lege ich jetzt erstmal in ein dickes Buch. I think one of the things I really have to take care of is a little daisy. I put it in a big book and put some weight on it, so it is pressed and I can work it in my project. Okay, Blümchen gesichert, Tag parat geschnitten. Die Rückseite muss ich anmalen. Farbe habe ich mir schon besorgt. Jetzt muss ich erstmal das Teil hier zerlegen, weil so kann ich es ja nicht benutzen. Alright, I already made a part-time decision here. The tag, I want to use the back side. I will color it with metal paint and a little bit of black because I think this is going to be steampunky. And now I have to take the thing apart here because I can't use it like this. That's too big. And I don't have a screwdriver, but I have a what women have, what women always have, the ultimate tool. I'm sorry. Das ultimative Werkzeug einer Frau, ne? Nagelfeile. Die benutze ich in den seltensten Fällen, um mir die Nägel zu feilen. Die ist für alles Mögliche gut auf so einem Basteltisch. The funny part is that I hardly ever use it to do my nails because I'm crafting here. You know, I do my nails somewhere else, but I use it for all kind of different things to smoothen out paper and all kind of stuff like that. So this is something I always need in my craft toolbox. And this part is kind of useless. Das ist ziemlich nutzlos, also kommt das weg. Und die müsste ich jetzt irgendwie zerlegen hier. Ich sehe Ärger auf mich zukommen. That smells like trouble because my hands, you see my hands are taped because I have rheumatism and they're pretty much inflamed and hard work like this I cannot really do. Mit dem Rheuma kriege ich das wahrscheinlich nicht hin, das Biest zu zerlegen. Da muss ich ja dann doch gleich nochmal beim Roland vorbeigehen. Ich gucke mal erstmal. Nee, schaffe ich nicht. Das ist zu hart. Na gut, der muss mir die gleich mal kaputt machen, damit ich die verwenden kann. Okay, I have to ask my husband to break it apart because I can't use it in full. It's too big. I like half of it. Mal gucken, ob er das klein kriegt. Wahrscheinlich ist es für ihn gar kein Problem. Okay, ich habe einen Notruf losgelassen und bis er kommt, können wir ja schon mal ein bisschen den Tag hier bemalen. I gave an emergency call to my husband. He will appear in a minute and help me to take that thing apart. But until then, I can color my tag.
Thinking and working at the same time is difficult. Huh? Ein bisschen schwierig, gleichzeitig zu denken, zu reden und das dann auch alles noch in zwei Sprachen. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Früher habe ich dauernd zwischen Englisch und Deutsch hin und her gewechselt und stelle gerade so fest, wir reden zwar viel Englisch hier, aber das auf einem Video zu machen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. I just really come to realize that switching back and forth between English and German is more difficult than I actually thought. We speak a lot of English here in the house, but doing this on camera is a whole different issue. Okay, das finde ich gut. That I like. It really looks steampunky. And maybe we can add some structure with that here. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Struktur mit diesem orangenen Netzdingsbums da rein. Ah, ich höre ihn kommen. Okay, I hear he's coming. The master of disaster is coming to help and rescue me. Komm, sag Hallo. Hi everyone. Kannst auch ruhig Deutsch reden. This is the tool, the killer tool. Magic tool. So, what do you want me to cut? We don't have to do this on camera. So, mit Brachialgewalt geht es ja. Bisschen pure violence. He took this thing apart. Und während er hier das Ding zerstört hat, war ich auch nicht faul. Ich habe mal meine Prägen- und Schneidemaschine aktiviert. Wir haben ja so einen neuen Steampunk-Folder bei uns im Shop, der super klasse ist. Das ist übrigens unser eigener Entwurf, den hat Roland designt. Der ist total schön. Kam der auch mal zum Einsatz. Und habe geprägt und habe mit meinen Die-Cuts mal ein paar Zahnräder ausgeschnitten. Das ist eigentlich ganz cool geworden. Ich glaube, da kann man echt was mit anfangen. So. Und für alle Fälle mal einen Bilderrahmen. Wer weiß, Steampunk muss ja auch ein bisschen kitschig sein. Und jede Menge Zahnräder, die muss ich jetzt noch, die Einzelteile hier abknibbeln. Das ist ja immer so ein Ding, wenn man solche Kleinteile ausstanzt, dass dann die ganzen Restchen da rauszudrücken. While my husband destroyed this computer whatever board, I have no idea how you call it, Platine? I don't know how you call it. Doesn't matter. You see, while he took this thing apart, I use my die cuts and my embossing folder. This is an embossing folder that's available in our shop, and this is our own design. My husband is designing stamps and folders, and I have never used it, and I'm quite pleased with the result actually. But, I'm quite surprised how well that actually turned out. I think we can do something really good with that. And I cut myself a little frame because I figured, you know, we can use that for something. Steampunk is yeah also a little bit romantic. It's not only the technical part. Another scrap. And now I have to take the little gears apart. This is a patience game here. Always taking these little scraps out. Something I really do not like. This is why I don't use die cuts all that often. Das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich nicht so viele die cuts verwende, weil ich immer zu faul bin, diese ganzen kleinen Krümel da rauszupieksen. Das nervt mich immer. Dauert immer ewig, bis man das Material dann vorbereitet hat. Okay. Sieht doch schon ganz gut aus. Okay, fertig. Das war jetzt so ein bisschen Zeitsprung, weil das ist ja langweilig dazu zu gucken, wie ich das hier alles auseinander mache. Außerdem habe ich mal sauber gemacht, damit man ein bisschen besser sehen kann, was hier eigentlich läuft. Ach ja, das Teil gehört auch noch dazu. Die kleinen Nupsis hier, die habe ich aufgehoben. Die sind von dieser Platine abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ich die noch für irgendwas brauche, also lassen wir die auch mal da liegen. You see, I did some cleaning up where I was taking apart here these little scraps out of my gears. So you have actually a better view of what's going on here. And we can continue working now. And these are all the parts. Oh, there's even a big one. I still have some more paper if I want to decorate anymore. Well, I think I have enough. We'll see. Maybe I need more. The first thing I want to do is put some structure on here. So I already took this net apart. And I have to color it. I don't want it to be yellow, so I have to color it, I guess, black.
I do this later. I cut a little piece off. Ich schneide mal ein kleines Stück ab, damit ich das hier hinterher durchziehen kann und dann werde ich das noch einfärben. I color it later so I can put it on here for a tag. Und das hier nehmen wir jetzt für Struktur. Die könnte man ja hier so draufkleben, damit das Ganze ein bisschen interessanter wird. I guess I just add some structure by gluing on some net and color over it. I'm sure that I will color this thing here like in 10 different layers before I am where I actually want to be. Ich glaube, dass ich da wahrscheinlich noch 10 Layers Farben drauf knalle, bis das endlich so aussieht, wie ich das gerne hätte. So finde ich das ganz gut. Dann kleistern wir mal. Junk Journal Kleber, da werde ich immer wieder gefragt, ob man den benutzen kann, um Stoff oder Metall oder irgendwas irgendwo hinzukleben. Du kannst mit diesem Kleber auf Pappe oder Papier alles draufkleben. Der klebt auch Plastik auf Plastik, da dauert es nur länger, bis es trocknet. Aber wenn dein Untergrund irgendwie so Papier oder Pappe ist, da kannst du draufkleistern, was du willst. Glassteine, das hält. I'm just explaining about the Junk Journal glue. I'm in the wonderful position that I have my own glue. We produced this ourselves because I had a lot of trouble with glue that just simply wouldn't hold. And I was upset that I had like 10 different bottles of glue for all kind of different tasks. And I wanted one glue that can do it all. And the question was, is that even possible? It took me a long time to have this produced, but it is possible. And this stuff is really cool because if the bottom is paper or cardboard, you can glue anything on it. It doesn't matter whether this is metal, glass, or cloth, material, anything. It just holds. On paper or cardboard, it holds. If you glue plastic on plastic, it takes a little while longer to dry, but it's also quite strong. I was pretty surprised. A lot of stuff you can do with that. And now I will glue down my nets here. It is white, das ist weiß, aber es trocknet ja klar. It's white, but it dries off clear. The surface is a little bit shiny. It looks kind of like the material is wet. If you have like cloth or something like that, it is not so strong, but if I would cover the whole thing here with my glue, it would be shiny in the end. That's the one thing you have to know by using it. But usually, you know, you color over it and it doesn't really matter. So, good enough. I love it because it's so easy to work with. Also, ne, die trocknet ja so ein bisschen glänzig. Wenn man die jetzt hier so drauf pinselt, dann wird der Untergrund ein bisschen glänzig sein. Das ist halt so mit diesem Kleber. Da ich da ja eh nochmal drüber male, ist das egal. Wenn man Stoff aufklebt, ist das tatsächlich gar nicht so. Also, wenn ich jetzt Spitze auf Papier klebe, dann sieht man das nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum, aber es ist nicht so, dass sich da jetzt die dicke, glänzige Schicht unter der Spitze befindet. Das tatsächlich nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück Stoff komplett damit einpinsel, dann bekommt das schon so ein bisschen so eine glänzige Oberfläche. Das erinnert dann so an Wachstuch. Also der Stoff verändert seine Konsistenz. Ja. Nun würde ich aber ja unter normalen Bedingungen, wenn ich was aufgeklebt habe, dann ist es ja unten drunter. Also die Oberfläche vom Stoff verändert sich natürlich nicht. Das ist nur, wenn du den schon aufgeklebten Stoff nochmal hinterher damit bearbeitest, um den irgendwie zu fixieren oder um den zu lackieren oder sowas. Ergibt das irgendeinen Sinn, was ich hier fasel? Ich denke schon. Ich habe ja ein ganzes Video dazu gemacht, zu diesem Kleber. Und es kommen ständig neue Erkenntnisse. Die Julia aus meinem Designteam, bei der hatte ich ja schon den Verdacht, dass die den aufs Brot schmiert, ne? Weil die verbraucht echt einen Topf nach dem anderen und die macht da die dollsten Experimente mit. Bin ich immer ganz fasziniert und darum lernen wir ständig neue Möglichkeiten mit diesem Kleber. I have a design team and one of the girls, her name is Julia and her channel is Juliative oder Juliativ, however you pronounce it. It's German and I don't even know how to pronounce it. Isn't that sad? However, she loves to experiment with the glue, and I really, really like what she's doing with it. She always calls me up and she says, well, you know, did you know if I do this and if I do that and this is happening? And it is so much fun because she's so excited. And I was a little bit suspicious. I wasn't quite sure if she's like using it as a bread spread or something like that, because she is using one pot after the other, and we start picking on her. We told her that you're not supposed to eat that stuff, you know, it's for crafting. And she was laughing. She's like, no, I'm not eating it, but it's so much fun to work with because it is so easy and it holds so well, and you just don't have any of all the hassle you usually have when you have big projects and you have to switch glue bottles all the time. And I thought that was really funny. Das fand ich total lustig und total schön. Julia, das ist immer wieder lustig, wenn du mit neuen
Erkenntnissen kommst und dann immer deine verrückten Ideen hier auslebst. Das macht immer Spaß, wenn da neue Nachrichten kommen. Und die Links zu meinem Designteam sind ja hier unten drunter, wenn ihr euch das mal angucken wollt, was die Julia so veranstaltet. Das sieht man ja in ihren Videos auch. Dann könnt ihr da gerne mal schauen. Under this video I have the links to my design team, all those wonderful ladies who are doing all these great jobs. So if you're a little bit curious and you want to see some more German stuff, you know, and how Germans actually work, as if there's a difference. Crafter is crafter, no matter where you come from. But maybe you get some inspiration, because they do some really, really interesting things. So, links down below. Das müsste jetzt mal hier irgendwie trocknen. Now this has to dry. So I'll put it to the side. And what am I doing with this? And this. Mal gucken, ob das mit Gilding Wax noch ein bisschen auszuarbeiten geht, was dann passiert auf diesem komischen Material. Ich habe keine Ahnung, ob der da hält. I'm not sure if I'm using Gilding Wax, if that actually works on this very shiny, smooth surface. We have to try that. Für eine Farbe kann ich mich auch nicht entscheiden. Ich glaube, ich versuche es mal mit Bronze. I can make up my mind which color I actually want, so I figured we try some bronze. Let's see. Let's see if that works. Yeah, it does. Not so bad. Since I have no idea where I'm going, actually, I just cover the whole thing. Da ich noch nicht den Hauch einer Ahnung habe, wo ich eigentlich hin will mit der ganzen Geschichte, schmiere ich einfach jetzt das ganze Ding ein und dann entscheide ich mich später. Ich will jetzt erstmal nur mal gucken, ob ich das farblich irgendwie angeglichen bekomme. Ja, das finde ich schon mal besser als Silber. Und diesen Bilderrahmen, den hätte ich ja tatsächlich... Ah, jetzt kriege ich die Dose nicht auf. I can't open this. Here we go. Immer noch Silber, einfach nur ein bisschen dunkler. Still kind of silver, but a little darker. I like that. That looks good. Okay. We have to color this one. Does that work? Nah. It works, but not the way I want it. Perfect garbage for color. I always save these when anybody eats candy. A friend of mine, when she comes to visit, she brings me not the chocolates, just the inlet, and she thinks it's the funniest thing in the world that I'm always happy when she brings me garbage. Meine Freundin lacht sich ja immer kaputt, ne? Die arbeitet in dem Kindergarten und bei den Teamtreffen essen die immer sehr gerne so Schokolade und Pralinchen und dann sammelt die immer diese Inlays und bringt die mir mit. Die bringt mir keine Pralinen, die bringt mir diese Dinger und lacht sich dann immer kaputt, weil sie das so lustig findet, dass ich mich immer freue, wenn sie hier mit Müll ankommt. Da habe ich inzwischen wirklich einen ganzen Sack voll von den Dingern, weil das einfach super praktisch ist. Das sind für mich die besten Malerpaletten überhaupt und ich muss die hinterher nicht sauber machen. Da habe ich immer keine Lust. Das heißt, die werden nochmal benutzt und dann kommen die einfach in den Müll. Fertig. Und das funktioniert ja prima. Well, that works well here with the acrylic paint.
zum Trocknen auf die Seite. Put it to the side. Let it dry. I don't think I need to color this. Ich glaube, das brauche ich nicht einzufärben. Das muss jetzt alles noch trocknen. Was haben wir noch? Wir haben hier noch diesen ulkigen Eisstiel. Der muss da ja auch noch irgendwie drauf. Und das hier und das Gänseblümchen. Den können wir auch gleich mal anmalen. Black always works, so we just paint it. I don't know yet what this is good for. I just have a slight idea at the very end of my project. And I have to add the flowers. I might use this one for more flowers. Wenn ich nachher die Blume da dran mache, ich glaube, dass ich das Ding dann da gebrauchen kann. Bin mir aber auch noch nicht so sicher. Ihr seht schon so, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier mache. Ich mache einfach. Ich male das erstmal alles an, weil so in den Originalfarben kann ich es ja nicht gebrauchen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Dann machen wir auch mal schwarz. Schwarz geht immer. Und dann kann man ja hinterher immer noch mit Gilding Wax so wieder drüber gehen. So I simply paint everything black. I have no clue what I'm doing here. I'm just painting it. Because black always works. And I can also change the color with the gilding wax. But black is a better base than the original. So just put this to the side and let it dry. And then see what happens. Fast trocken, also trocken genug, um da jetzt wieder mit Farbe drauf rumzuhexen. Almost dry, at least dry enough to put color on it. Ich habe ja erst gedacht, dass ich das da unten noch abschneide, aber ich glaube, mir gefällt das ganz gut. Das hat irgendwie noch mehr Junk-Charakter, wenn das da so schön unten dran hängt. First I thought I would cut off actually the hangover here, but I kind of like it. Makes it look so junky. So I leave it on for the moment. Maybe I change my mind, who knows. Get you a little closer so you can see better what's happening here. Ich glaube, so ist besser, ne? Kann man mehr sehen. So, das ist doch schon mal ganz gut. Und dann muss da jetzt irgendwie ja diese Platine drauf. Da habe ich noch so ein Teil. Das ist nicht so groß. Ich glaube, das ist besser, wenn man das da unten drunter macht. Das ist eigentlich zu viel. Der Teil würde reichen. Diesen Uhrenteil. Schneide ich einfach ab. Und wenn ich es versaut habe, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch ein Stück. Könnte ich ja noch mal machen.
Passiert euch das manchmal, dass ihr sowas bastelt und während ihr dran seid, wisst ihr schon, dass das Quatsch ist, was er da eigentlich macht, weil du schon wieder deine Meinung geändert hast? Does it ever happen to you that while you are working on a piece, you already know that this is not what you actually want, that you change your mind while you're on it? That's what's happening here at the moment. I figure, you know, this is not the way I want this. Aber das ist ja so ein grundsätzliches Problem, ne? Dass ich immer 10-mal bei allem, was ich tue, meine Meinung ändere. So, ich fange an und will ein Elfenjournal machen und was haben wir dann ganz zum Schluss? Ein Steampunk Lapbook. That's the tragedy of my life, that I always change my mind 10 times while I'm on a project. I start out and I want to do a fairy book, and what do I have at the end? Steampunk Lapbook. Never know, you know, where my mind is making a turn into a totally different direction. So ein bisschen von der Uhr und die Platine. Die könnte ich einfach da drauf kleben. Das wäre doch mal was. Was passiert denn, wenn ich da mit dem Schwamm drüber gehe? Dann ist das ganze Silber von der Schachtel weg. Das ist ja eigentlich auch doof. Keine Ahnung, wir probieren das jetzt einfach mal hier an einer Ecke aus. Das ist gut. Muss ja nicht ganz bedeckt sein. That works much better than the gilding wax. Just some acrylic color, not completely covered, just a little bit. So it looks really rusty. I like that. That's much better. Great. Yeah. Jetzt kommen die dann wenigstens zur Geltung hier, die ganzen kleinen Zahnräder. So. Okay, jetzt wird's eine Party. Da muss noch irgendwas in den Bilderrahmen rein. Ich muss mal kurz meine Stempel mir begucken. I need something to put into this frame, so I have to check my stems. I have an idea. Das ist genau das Richtige. Jetzt kommt das karierte Blatt doch noch zum Einsatz. I think that's the right thing. Now I will use that thing here after all. By the way, this is one of our own designs as well, because I always tell my husband, I need this kind of folder and this kind of stamp and this and that and whatsoever, and he is just designing these things, and then we have it produced for our online shop. And it's kind of cool to have your own stamp designer if you want a special motive. I can only go and say, darling, please. Das ist das Coolste überhaupt, oder? Wenn du jemanden hast, der dir Stempel macht, so wie du sie gerne willst. Wenn ich dann sage, Roland, Schätzelein, ich brauche jetzt mal ein paar mehr Stempel irgendwie mit Leuten drauf, da gibt es irgendwie nicht das auf dem Markt, was ich gerne hätte. Das finde ich das Coolste, dass er dann eben sich hinsetzt und das regelt. Und ich dann hinterher genau das im Sortiment habe, was ich brauche. Und für euch ist es ja auch gut, weil ihr habt es ja dann auch. Freue ich mich immer wieder drüber. Ja, sehr schön. Okay. Drop the stamping pad. Too bad.
Not enough contrast. Nicht genug Kontrast. Da ist noch ein bisschen Zeug drauf. Ja. Clean my brush here. I need it for the glue. Pinsel putzen, ne? Damit man den wieder schön in den Kleber stecken kann. Farbe war noch nicht trocken. The paint was dry yet, now I have it everywhere. Aber das ist ja normal, kennt ihr ja schon, ne? Schweinchen am Werk. I think my German audience already knows I'm a little piggy. When it comes to crafting, I always look like like a pig. Dirty hands. Ja, ja, wenn man darüber nachdenkt, dann hätte man das vorher machen können, ne? Oval ausschneiden und hinten gegenkleben, schon klar. Habe ich aber nicht. Well, if you think about it, you know, you cut an oval first and then glue it down, and you don't have all that hassle. But it just never came to mind. I'm so into this whole thing here, I cannot think ahead. It's just going step by step. Das ist ja immer das Ding, normalerweise werden ja so Videos vorbereitet und dann probiere ich das alles mal aus und so. Und wenn ich dann so unplugged loslege wie hier, dann seht ihr mal, was für ein Chaoten-Vibe ich eigentlich bin, wenn es hier wenn's so ums Arbeiten geht, weil so geht das immer. Und wenn ich dann das ausprobiert habe, ihr seht das ja immer, dass ich immer ein fertiges Projekt euch zeige und sage, wir machen jetzt das. Und dann zeige ich euch das Ding. Dann habe ich das ja alles schon mal ausprobiert und habe mir vorher schon überlegt, Schritt für Schritt, wie ich euch das logisch zeige. Wenn ich immer nur alles unplugged machen würde, ihr würdet bekloppt, weil ich immer so hin und her hüpfe. I'm just explaining that I usually, when I make a tutorial, I try the whole process once. And I show the finished project and say, okay, this is what we're going to do. And then I show step by step, because then I already know how to do it. And I can go logical, you know, this first, then that, and that. When I'm trying it out, I'm just totally chaotic. I'm just going crazy with all this stuff, and I would drive everybody nuts watching me. Usually I don't do this sort of unplugged videos because it's just too much for everybody who's watching. But since I have all these materials just once, we just have to do it that way. Weil ich alles nur einmal habe, ne, müssen wir das jetzt so machen. Dann müsst ihr jetzt alle durch.
glaube, das gefällt mir besser als dieses halbrunde Uhren-Dingsbums-Teil. So mag ich das, glaube ich, lieber. Irgendwie. Makes more sense. I think I like it better than the funny half part. I wasn't so sure what I'm doing with it. Wie kriege ich den denn jetzt durchgeschnitten? Ja klar, als Hebel für die Maschine macht sich auch ganz gut. Why not? So that could work as like a hand gear or something like that. Good enough. So the only thing that's missing now is a little flower, and I can put this here somewhere. But it isn't dry yet. Aber so finde ich das schon mal ganz gut. So my little trick is always to make a photograph, a picture with a smartphone. So later on I remember where I had all the little parts. Das mache ich ja immer, ne? Wenn ich mir das erstmal so hingelegt habe, weiß ich nachher nicht mehr, wie ich das hatte. Also machen wir erstmal ein Handyfoto und legen das zur Seite, damit ich das jetzt schön nach und nach alles da drauf kleben kann. Und das dann auch so aussieht, wie ich es eigentlich wollte. Jetzt habe ich das nachher alles wieder vergessen. Also wird das jetzt hier erstmal schön alles aufeinander geklebt. So, kleiner Zeitsprung. Alles schön festgeklebt, dass das erstmal hält. Schon fast fertig. Jetzt muss ich noch das Gänseblümchen unterbringen. So, we made a little jump ahead in time. And I glued it all down and it's holding together quite well. And I really like the way it turned out. I think there's a little touch up here and there necessary. I also covered the picture in the inside with my glue, and you see it dries clearly, and it kind of like makes it look like there's almost like a glass frame. Is it? Can you even see that? Yeah, a little bit. It's shiny, so it looks like, yeah, like a glass frame on top. Also sieht jetzt aus wie Glas, ne? Weil ich da, oder so ein bisschen halt so diese, ich sage das ja immer, das ist dieser Fenstereffekt von dem Kleber, wenn man den schön dick drauf macht. Der ist noch nicht 100% trocken, das wird noch klarer, aber ich finde, das sieht schon richtig gut aus. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich mit dem Blümchen mache, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss mit der Farbe noch ein bisschen nacharbeiten. Schauen wir mal, wo das jetzt noch hinführt. Maybe I like it there. Yeah, I think that would be kind of cute to have this little, either here or I give him the flower, oder der kriegt hier die Blume, or here. Nee, up there is nicer. Das ist schöner. That I like better. And a little more color. I need to add a little more color. Ich muss noch ein bisschen mit Farbe hier rumhexen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo ich hin will mit der ganzen Geschichte.
Da muss ich jetzt mal gucken, noch ein bisschen rumexperimentieren. Aber da sind noch so viele Ecken, wo ich die Übergänge nicht schön finde. Und jetzt brauche ich irgendwie ein schmaleres Stück von dem Schwamm. Ach hier, den Kabelbinder, the cable binder is up here. And this is a little bit of the laminette. Habe ich auch noch da dran gemacht, ne? Von dem Zitronennetz eine kleine Schleife und den Kabelbinder hatte ich da ja auch noch drin. Aber ich finde hier so, das ist mir alles noch, da kann noch ein bisschen mehr. Das passt mir noch nicht so ganz. I'm not completely happy now with the edges here. Das mal näher. No, wrong way. I want to zoom in a little bit so you can see better what I'm doing. Das sind hier so die Ränder, das ist mir zu hell. Da sieht man so wenig. I think the edges here, I think I want to make this a little bit darker, a little dirtier, so there is more contrast to the rest of the picture. Das ist ja auch sowas, ne? Wenn man dann so fertig ist mit so einem Ding und dann kommen so diese, zum Schluss, so diese kleinen, wo man dann hier und da noch ein bisschen, und das finde ich immer dauert am längsten, da kann ich mich dann tagelang mit vertüddeln, dass mein Projekt zwar eigentlich so weit fertig ist, aber das sind dann ja so die Kleinigkeiten, die man überall hier und da noch hinzufügt. I think you all know this, when you are actually, in the meantime you're actually done with the project, but there are these little touch-ups here and there, and they take forever. So a done project takes you like another 2 days before it's completely finished because of all the little details you're adding. I'm wiping off the colors, that wasn't very smart. Das war jetzt nicht so schlau, da habe ich hier die Farbe gerade wieder abgetupft. Das war ein bisschen doof, ne? Ja, so kriegt das ein bisschen mehr Tiefe. It becomes a little more three-dimensional. Das Silber ist mir einfach zu klar, da bin ich noch nicht zufrieden. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich brauche irgendwie noch eine andere Farbe, da muss ich noch mal graben gehen. The silver is too dominant. I want to tune it down a little bit and I need a different color. I think maybe some gold or something. I have to go and dig in my stash. Just a teeny bit of gold, nur ein kleines bisschen Gold. Mixed with black. Bisschen gemischt mit Schwarz. Und dann gefällt mir das schon viel, viel besser. Weil das ist mir so viel zu clean für Steampunk. Ja.
brauche irgendwie noch einen kleineren Pinsel. I'm digging for a smaller brush. That is okay. Ich glaube, wenn ich das Gänseblümchen komplett in dem Kleber ertränke, dann wird das ja quasi versiegelt. Das kriegt ja dann auch wieder so eine, genau wie hier, so eine klare Schicht. I think I'm drowning my little flower completely in my glue. And then it will be like an acrylic pouring or something like that. It will be covered in... I don't know. I can't even finish the sentence. I'm not sure. I'm not really sure what I'm doing here. I'm not sure if it works. The glue is drying completely clear, and it is giving it this glass globe kind of look. And I simply hope it works out. And it will protect the little flower. I mean, they are very sensitive, very fragile, dried flowers. Everybody knows that. So we just hope. Experiment, basically, if that works out the way I want it to. I guess one more round of drying and we are pretty much finished. I have a few edges still that I don't like the way they are. And another thing I don't like is you don't see much of the net anymore. Was mir auch nicht passt, ist, dass man so wenig von dem Netz jetzt nur noch sieht. Ich habe hier so, das habe ich ja quasi alles überklebt. Das heißt, ich färbe noch ein bisschen was ein und füge noch ein bisschen was hinzu. Und dann, wenn der ganze Spaß getrocknet ist, sind wir eigentlich fertig. Ein bisschen Ordnung machen. Jetzt habe ich das hier alles versaut. Muss ich ja nicht noch mehr. I messed it all up. So I'm looking for a corner I can work without messing the rest of my my paper up completely. Also diese Zitronennetznummer finde ich richtig gut. Davon haben wir ja reichlich. Die sollte man viel öfter mal benutzen. Ist nicht das erste Mal. Ich habe das schon mal gemacht bei einem anderen Projekt. Ist schon ein Weilchen her, aber dann irgendwie wieder vergessen. I like this lemon net working, new kind of network. Working with a lemon net here. I really like that. And I've done that before with other steampunk projects, but I completely forgot that this is even a possibility, and I really like the way that looks. I should do that more often. Okay. Kind of feels like half of the time I'm spending with this video waiting for things to dry. But that's exactly what we have to do now. Ich habe so das Gefühl, ich verbringe bei dem Video mehr Zeit damit, darauf zu warten, dass irgendwas trocknet, als eigentlich den Film zu drehen. Aber es nützt alles nichts. Das muss jetzt komplett durchtrocknen nochmal. Und dann kann ich das aufkleben und dann sind wir quasi fertig. Ist nicht mehr viel. Das heißt für euch ein paar Minuten, ein paar Sekunden eigentlich, bis es weitergeht. Und für mich jetzt ein Stündchen warten, bis das alles schön getrocknet ist. So, wir haben es geschafft. Und ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Tag hier. Alles drin untergebracht. Auch der Kabelbinder hatte ich ja dann noch dran gemacht. Und das Blümchen. Es ist noch nicht 100% trocken, darum sieht es noch ein bisschen verschmiert aus. Das wird aber noch ganz klar trocknen. Ich habe nur jetzt einfach keine Zeit mehr. Ich habe noch ein paar mehr Videos, die ich machen muss. Und darum muss es jetzt dabei bleiben. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet in einem späteren Video diesen Tag nochmal sehen. Und dann seht ihr auch, wie fantastisch das Blümchen dann hervortritt, wenn der ganze Kleber dann komplett durchgetrocknet ist. Well, we're at the end of the challenge. I'm very happy actually with the way it turns out. Thanks again, Michelle, for nominating me. That was a lot of fun. You see the flower is coming through now. The glue is drying, but it's a lot of glue, so it takes forever. And I have to go on with my videos. I cannot wait any longer. So
if you ever watch any more of my videos, you will see this finish tag completely dried through in one of the following projects. And then you see how it looks, what it looks like when it's completely dried up. So, jetzt muss ich ja noch 3 Leute nominieren. I still have to nominate 3 people to be part of this challenge. And the first one I'm challenging is Tina von Tinas Handwerkskunst. She's part of my design team. And I'm sure she and her husband will have a lot of fun doing this project. Also als erstes rufe ich die Tina von Tinas Handwerkskunst aus meinem Designteam aus. Bitte, liebe Tina, mach mit. Ich glaube, dass du mit deinem Mann ziemlich viel Spaß haben werdet, ne, hier so eine Nummer hier zu veranstalten. Die zweiten, die ich nominieren möchte, das ist Anjos Basteloase. Das sind Andrea und Joe, das ist auch ein Pärchen und zwar basteln bei denen beide. Wir haben ja schon relativ wenig Männer, also in Deutschland wüsste ich gar nicht. Fällt mir fast niemand ein, der Junk Journal macht oder der zumindest einen YouTube-Kanal hat mit Junk Journal. Die beiden machen das zusammen und sie basteln wirklich beide. Und wenn man auf ihrem Kanal guckt, da ist auch mal ein Video von Andrea, da ist mal ein Video von Joe. Ich finde das total toll. Und ja, jetzt werden wir sehen, ob Andrea die Teile für Joe zusammensammelt oder Joe die Teile für Andrea. Oder vielleicht macht das ja sogar beide, dass ihr euch gegenseitig nochmal herausfordert. Ich bin gespannt. So I'm challenging Anjos Basteloase, which means crafting oasis. This is a couple, Andrea and Joe. This is why it's called Anjo. It's a combination of the 2 names. And they are a crafting couple. We don't have too many couples where actually both of them are crafting. And I am quite sure they will have a lot of fun being part of this. And I'm curious to see whether Joe is picking 7 parts for Andrea or if Andrea is picking them for Joe or if they challenge each other. We see what happens. And then the third party I'm challenging is Patricia. She is running the channel Le Cafe Craft, and I think Patricia is a very talented crafter, and she is also a very funny person. If you ever have a bad day, watch Patricia's channel, and you really have something to laugh about. Le Cafe Craft von Patricia ist die Nummer 3, die ich herausfordere. Und Patricia ist nicht nur eine ganz tolle Bastlerin, sie ist auch wirklich, das ist so eine Humorbombe. Es ist so lustig. Ich gucke so gerne ihren Kanal. Wenn ich mal einen Scheißtag habe, dann gucke ich mir Patricia an und dann fange ich an zu lachen und alles ist wieder gut. Sie ist Französin, sie macht das aber in Englisch und so, wenn ich das richtig verstanden habe, lebt sie auch in Amerika. Aber wenn man ein bisschen Englisch kann, man kann ihr sehr gut folgen, man kann sie sehr gut verstehen. Und ich kann es euch nur empfehlen und euch ans Herz legen, sich mal die Patricia reinzuziehen, weil das macht so einen Spaß. Dear Patricia, I very much hope that you are taking this challenge and that you will be part of the Rustic 7 Challenge, that you have your husband or somebody else in your family who is not crafting, picking 7 pieces for you. Remember, you can only use 1 piece of paper, this math paper with this little... oh my god, with these little squares, and a piece of paper or cardboard that you use for your tag. These are the only extra materials you can use. Everything else, of course you can use like colors and stamps and stencils and all that kind of stuff. But you cannot add material from your stash. Nur nochmal, dass das klar ist, ne? Dass man eben ein Stück Pappe benutzen darf, ein Karoblatt und das war's. Ansonsten dürft ihr nur Arbeitsmaterial verwenden. Das heißt also Stempel, Stempelfarbe, Stempelkissen, Gilding Wax, Acrylfarbe, Pinsel, Schablone, ganz egal was, das darf man alles benutzen. Man darf dem nur kein Material hinzufügen. Nur, dass die Regeln nochmal klar sind. Ich finde es sensationell. Ich hatte so einen Spaß hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, schreibt mal was dazu. Wie findet ihr das? Habt ihr Lust, auch da mitzumachen bei diesem Challenge? Dann denke ich, wäre auf Facebook in der Gruppe Junk Journal Deutsch oder vor allen Dingen auch Junk Journal Inspiration. Das ist ja die Facebook-Gruppe, die Tina, die ich gerade eben herausgefordert habe, zusammen mit Silke macht. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr da auch jede Menge Partner dann findet und euch gegenseitig herausfordern könnt. So I hope everybody who's watching this had fun. I'm very happy to have you here as guests on my channel. Maybe you like these videos and you like to watch more often. I would be very happy. And if I start to realize that there is a more international audience to my videos, I will make more videos bilingual or even German and English. We see. We see what happens. Ich sage jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Habt Spaß, bastelt euch glücklich. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich bin gespannt, was kommt. So, if you liked it, please give me a thumbs up.
write a comment, German or English, it doesn't matter, and just go and craft and be happy. See you next time. Bye.